Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Wie ihr schon sehen könnt, soll es mir heute um einen Effekt mit Polygonen gehen, um den sogenannten Low Poly Effekt. Zuerst will ich mal ein bisschen was zu Polygonen allgemein sagen. Also Polygone sind eigentlich mathematische Formen, um in 3D-Programmen komplexe Körper zu erstellen. Das ist so eine Art Vorstufe zu, ja, zu komplizierten Körpern, über die ja noch Texturen drüber gelegt werden. Damit bildet man eigentlich das Grundgerüst für komplexe Körper. Hier in Photoshop machen wir quasi gewissermaßen so ein bisschen Kunst damit. Wir machen aus einer komplexen Information, aus einem komplexen Bild versuchen wir also quasi ein Polygongerüst herzustellen. Ist eine Sache, wie ihr sehen werdet, die erstmal relativ aufwendig ist, zumindest für den Heim- oder Amateurbenutzer. Ja, und da würde ich sagen, fange ich gar nicht groß drum, tue ich gar nicht groß drum rumreden, sondern wir fangen einfach mal an. Und zwar, wie ihr hier sehen könnt, habe ich schon mal vorgearbeitet, habe schon mal was fertig gemacht und ich zeige es euch jetzt. Und zwar habe ich hier, ist das mein Polygoneffekt? Das Bild drunter sieht so hier aus. Ja. Ihr braucht jetzt im Wesentlichen, um anzufangen, erstmal zwei Voraussetzungen. Ihr erstellt euch eine neue Ebene, eine leere Ebene über dem Bild, das ihr machen wollt. Bei mir ist es halt das. Und macht euch jetzt, setzt euch ins Bild ein beliebiges Polygon. Also ein Polygon heißt ja eigentlich Vieleck. Man nimmt immer ganz gerne ein Dreieck, weil es gut aussieht. Ja, macht auch hinterher auf dem Bild, was macht auch einen guten Eindruck. Ja, das haben wir jetzt gemacht. Die leere Ebene hier haben wir aus dem Grund gemacht, weil wir später eine Aktion in Photoshop uns erzeugen und der erste Schritt in dieser Aktion wird sein, dass wir auf das Bild mit der Nullebene, also auf unser eigentliches Bild klicken und deswegen brauchen wir eine leere Ebene, damit wir quasi äh, den Schritt haben, auf das Bild zu klicken. Das ist wichtig. So. Wir machen jetzt Folgendes. Falls ihr hier oben in den aktuellen Anwendungen diesen Play-Button noch nicht habt, zeig's euch mal, hier, wo die alle Aktionen aufgelistet sind. Falls ihr den da noch nicht habt, geht ihr einfach hier auf Ansicht, äh, nee, ihr geht auf Fenster, sorry. Ihr geht auf Fenster und dann geht ihr auf Aktionen und dann werden die schon angezeigt. Folgendes, Photoshop hat, wie ihr hier sehen könnt, schon Aktionen standardmäßig eingestellt. Ihr könnt auch neue erstellen und das ist das, was wir jetzt tun wollen. Und zwar gehen wir jetzt hier auf das neue Aktion erstellen Symbol, Aktion 2 bei mir und nennen das Low Poly 2, weil ich schon mal ein Poly erstellt habe, deswegen Low Poly 2. Gehen Funktionstaste nehmen wir halt F6 und wählen, und ich wähle dazu noch die Steuerung. Und die Umschalt nehmen wir raus. Ja, genau. So. Oder wir nehmen einfach die Umschalt, genau. Und klicken hier auf Aufzeichnen. So. Jetzt seht ihr schon, dass der rote Punkt hier also in einem Record-Button erscheint. Dieser Record-Button zeigt also an, dass alles, was wir jetzt tun, aufgezeichnet wird. Das heißt, ist jetzt wichtig, sich an die genaue Abfolge der Dinge, die ich euch jetzt erzähle, zu halten. Okay, dann geht's los. Zuerst, der wichtigste Schritt in unserer Aktion ist, wir wählen die Ebene mit unserer Bildinformation an. Ja?
Das ist das Allerwichtigste. Dann klicken wir mit rechts in die Auswahl, die wir schon erzeugt haben. Hier. Und klicken auf Ebene durchkopieren. Ja? Dann wird also durch Kopieren der leeren Ebene, die ich angezeigt habe, eine neue Ebene erstellt. Jetzt sehen wir aber natürlich, dass unsere Auswahl für das Polygon weg ist. Die holen wir ganz einfach wieder, indem wir mit Steuerung und der linken Maustaste draufklicken. Ja? Und schon haben wir in der Ebene, die wir neu erstellt haben, die Auswahl von vorhin wieder drin. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir gehen auf den Reiter Filter, gehen auf Weichzeichnungsfilter und gehen auf Durchschnitt berechnen. Im Durchschnitt berechnen macht Photoshop nichts weiter als für die Auswahl, für die Fläche hinter der Auswahl, die ihr markiert habt, eine durchschnittliche Farbe aus sämtlichen Tönen, die es dort gibt, zu errechnen. Und zwar das auch noch mit einem weichen Filter. Deswegen sind wir unter Weichzeichnungsfilter gegangen. Ja? Das wird für die Farbauswahl in unseren Polygonen wichtig. So. Das haben wir jetzt gemacht. Jetzt heben wir mit Steuerung D die Auswahl auf, weil ihr sonst nichts anderes machen könnt. Ja? Ihr könnt auch oben gehen hier in Auswahl und Auswahl aufheben, das geht auch. Mit Steuerung D geht's halt schneller. Ja, ihr seht jetzt das Dreieck mit einer durchschnittlichen Hintergrundfarbe, wurde errechnet. Jetzt geht ihr auf die Ebene, auf der das Dreieck liegt. Das ist in dem Fall bei mir Ebene 3. Doppelklick auf den Namen. Mit Enter mache ich es weg und gebe dem Ganzen den Namen Polygon. Drück auf Enter. Ja. Und das war's eigentlich auch schon für unsere Aktion, die zu erstellen war. Ihr macht jetzt Folgendes. Drückt auf den Stopp-Button, damit nicht mehr aufgezeichnet wird. Das heißt, die Aktion Low Poly 2 ist jetzt voll drin. Und aktivieren könnt ihr sie mit Shift F6. Okay? Ich mache jetzt das Fenster für die Aktion wieder klein. Wir wissen aber, wir haben hier oben drin für unsere Aktion Low Poly 2 alles gespeichert. Und wir wissen, wir können sie aktivieren mit Umschalt plus F6, beziehungsweise Shift plus F6. So, ich mache jetzt erstmal Folgendes. Ich hau jetzt dieses Polygon erstmal wieder raus und zeige euch mal ganz grob, wie ihr jetzt anfangt, einen Polygon oder einen Low Poly Effekt auf einem Bild zu erzeugen. Nur so ganz grob den Ablauf und alles weiter können wir selber machen. Und zwar ist es für mich immer ganz witzig, wenn ich das noch ein bisschen vergrößere, dann kann man besser einschätzen, wo man hinklickt und beginne natürlich am untersten Rand mit solchen Geschichten, ja. Und zieht euch hier mit dem Polygon Lasso Werkzeug ein Dreieck. Das habt ihr jetzt hier schon wunderbar drin. Und macht jetzt Folgendes. Drückt Umschalttaste und F6. Und schon wird es mit einer durchschnittlichen Farbe aus allen Farben hier gefüllt. Und das macht er jetzt so lange, bis euer ganzes Bild mit solchen Dreiecken gefüllt ist. Ich mache natürlich jetzt den Aufwand nicht nochmal. Ich habe das alles schon mal vorbereitet. Und das sieht bei mir im Endeffekt so aus. Ja. Also, genau. Ihr könnt natürlich noch zur Hilfe das Raster nehmen. Das hilft euch, dass ihr quasi zwischen den Polygonen keine großen Lücken entstehen. Also es soll helfen. Mir persönlich hat's nicht geholfen.
Ich bin immer sehr irritiert davon. Ich zeige euch trotzdem mal, wie ihr das einstellen könnt, dass man sieht und ihr die Polygone gut daran ausrichten könnt. Also zum Raster. Ihr geht auf Bearbeiten, im Bearbeiten in die Voreinstellungen und hier in Hilfslinien Raster und Slices anzeigen. Ja? Und hier habt ihr jetzt den Menüpunkt Raster. Ich habe die Farbe auf grün gestellt. Eine Rasterlinie kommt bei mir circa alle 100 Pixel. Das ist okay. Drücke auf OK, ist eingestellt. Und dann gehe ich auf Ansicht, Anzeigen und auf Raster. Und schon habt ihr das Raster. Könnt einzoomen und könnt euch daran orientieren, wie ihr die Pixel setzt. Mir persönlich, wie schon gesagt, bringt es nichts, weil es mich nur sehr desorientiert und ich dann nicht mehr weiß, wo das letzte Polygon angefangen hat. Ich nutze es also prinzipiell nicht, deswegen blende ich es wieder aus. Ja, wie gesagt, das war's erstmal zum Low Poly Effekt. Probiert aus. Ihr könnt auch noch, wenn euch Polygone überhaupt nicht passen und die passen nicht hin, macht sie nicht weg. Ihr könnt sie ja noch über Steuerung, wenn ihr die Auswahl aufgehoben habt, ja, wichtig, bei Auswahl aufheben, könnt ihr sie noch über Steuerung T, also transformieren und kleiner machen, größer machen. Ihr könnt sie auch noch verschieben mit dem Verschieben-Werkzeug, also passt euch das ein bisschen an. So mache ich's immer. Wenn ihr wollt, nutzt das Raster. Mir persönlich bringt's nichts, es ist eure Entscheidung. Ja, ich wünsche euch viel Spaß bei der Angelegenheit und wir sehen uns später. Euer Mike. Ciao.